Hey, ich bin's wieder, Chris, und willkommen zur 18. Folge unserer Serie Road to Affiliate. Ja, danke erstmal Anita für dein Abo, schön, dass du dabei bist. Und in diesem Video soll es jetzt mal um die Plattform Testbirds gehen. Die hat mir nämlich auch geholfen, die Anfangszeit als Affiliate finanziell gut zu überstehen. Ja, wir sind jetzt auch direkt drin bei Testbirds. Ja, ihr seht hier, ich konnte mir schon oft was auszahlen lassen. Insgesamt konnte ich hier schon 659 Euro verdienen. Und ich hatte hier auch neulich so einen Test eben, wo ich für den Testbericht 13 Euro bekommen hatte. Und dieser Test, der ging gerade mal so eine Viertelstunde, hat er nur gedauert. Und deswegen sind das dann auf die Stunde hochgerechnet eben 52 Euro in der Stunde, die ich hier machen konnte. Und das Schöne ist, auf dieser Plattform ist sogar noch mehr möglich. Ja, bei Testbirds könnt ihr, ja, eben wie schon der Name sagt, testen, Websites testen, Apps testen, gibt es immer wieder gute Aufträge und könnt da eben Usability-Tests machen, also nach Benutzerfreundlichkeit, und könnt dann da eure Meinung eben mit einbringen. Ja, und es gibt auch Bugtests für so Fehler in Websites zum Beispiel. Ja, alle möglichen Tests eben. Und das Schöne hier ist eben wirklich, dass ihr ja meistens nicht mal reden müsst da bei den Tests und euch meistens dafür auch nicht zeigen müsst. Das finde ich ist auch noch ein schöner Vorteil. Ja, und auch schön finde ich hier, dass es halt hier auf der Plattform eine richtig coole Community gibt. Also ist alles sehr eng und eben auch die Mitarbeiter von Testbirds, dass man immer so einen guten Draht auch zu denen hat und auch zu den anderen Testern hier. Das finde ich sehr schön gemacht. Ja, als erstes mal müsst ihr euch natürlich bei Testbirds anmelden. Den Link dazu packe ich euch unter das Video in die Beschreibung. Und wenn ihr dann auf den Link klickt, kommt ihr dann hier auf diese Seite. Und hier könnt ihr dann hier oben rechts draufklicken und könnt dann hier bei Tester-Login auf Jetzt Tester werden gehen und könnt euch dann da halt ganz normal anmelden. Ja, und dann geht es auch schon los. Dann gehen wir jetzt hier mal weiter, nämlich zum Dashboard gleich. Aber als erstes mal, wenn ihr euch dann hier angemeldet habt, ist es erstmal wichtig, dass ihr hier oben rechts auf euer Profil geht und dann erstmal euer Profil ausfüllt hier. Also hier einmal alles ordentlich und ehrlich natürlich ausfüllen, dass ihr hier oben die beiden Balken voll habt, damit ihr eben das Maximale hier rausholen könnt bei Testbirds und mehr Einladungen zu Tests bekommt und einfach hier öfter mitmachen könnt und somit auch ja, passendere Tests für euch bekommt, dass es euch auch mehr Spaß macht und dass ihr hier auch mehr Geld verdienen könnt. Deswegen Profil ausfüllen auf jeden Fall sehr wichtig hier. Dann könnt ihr noch in den Punkt Einstellungen gehen, da auch einmal alles ausfüllen. Und den Punkt E-Mail-Benachrichtigungen könnt ihr euch auch mal angucken. Ich habe sie bei mir an, weil es immer ganz praktisch, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es hier neue Tests gibt, an denen ihr teilnehmen könnt und wo ihr eben Geld verdienen könnt. Ja, dann geht es aber auch schon los mit dem Dashboard und ich zeige euch dann jetzt gleich mal, wie ich es hier geschafft habe, Geld zu verdienen und wie ihr das auch schaffen könnt. Ich will euch da jetzt mal eine kleine Anleitung geben. Und so meine tägliche Routine, die ich hier immer so hatte bei Testbirds. Ja, wir sehen jetzt hier im Dashboard erstmal hier in diesem Bereich oben links unsere aktuellen Aufgaben. Also was wir ja aktuell hier machen sollten, zum Beispiel laufende Tests, die wir gerade haben. Oder eben wenn was von uns aktualisiert werden muss, zum Beispiel die Geräte, die wir besitzen. Dazu kommen wir gleich auch noch. Das sollte man nämlich auch ausfüllen. Dass man die natürlich auch regelmäßig aktualisiert, falls man mal ein neues Gerät hat oder irgendwie einen neuen Mobilfunkanbieter oder ein neues Software-Update oder sowas gemacht hat, dass man das da immer aktuell hält. Ja, hier im rechten Bereich seht ihr dann immer eure monatlichen Einnahmen eben in so einem Diagramm, finde ich auch ganz schön und auch ganz gut motivierend und kommt dann ja auch zum Bezahlbereich, wo wir ja eben schon drin waren, wo ich euch meine Einnahmen gezeigt hatte. Wir gehen noch mal ganz kurz rein, weil ich hatte eine Sache vergessen. Ihr könnt euch natürlich hier auch noch die Einzelpositionen anzeigen lassen von den Auszahlungen, also womit ihr genau das Geld gemacht habt, dass ihr das dann nochmal seht.
Und hier oben rechts habt ihr euren aktuellen Kontostand mit dem Geld, was ihr aktuell auf der Plattform habt, was ihr euch auszahlen lassen könnt. Und die Auszahlung könnt ihr dann hier bei dem Button anfordern. Und ihr seht, die ist ab 6 € möglich, was schon sehr gering ist, und könnt das dann eben hier auf euer Bankkonto überweisen lassen. Das hat bei mir bisher immer reibungslos funktioniert und ging auch relativ fix in ein paar Tagen, innerhalb von ein paar Tagen, glaube ich. Ja, dann sind wir jetzt wieder im Dashboard. Und hier gibt es auch noch die Testbirds App. Kann ich euch natürlich auch sehr empfehlen für Smartphone, auch für unterwegs. Und gerade auch wenn ihr an App-Tests teilnehmt, ist es ganz praktisch, weil da habt ihr in der App eben schöne Features auch dafür und könnt dann auch Tests eben direkt in der App bearbeiten und müsst euch dann zum Beispiel nicht immer extra erst was auf euren PC schicken oder so, sondern könnt ihr auch bequem mal was am Smartphone auf der App halt machen. Könnt ihr euch hier holen, für ganz normal für iOS und für Android eben. Ja, dann habt ihr hier noch eure Testliste. Da seht ihr alle aktuellen Tests, ja, zu denen ihr eingeladen wurdet oder auch die gerade laufen, bei denen ihr gerade dabei seid zu testen, und könnt dann hier auch direkt in die Tests reinkommen. Ja, hier haben wir dann noch die Bird News. Das ist auch ganz cool, hier unten rechts aktuell. Da findet ihr eben News für uns Tester eben, für uns Birds quasi, deswegen heißt sie auch Testbirds, die Plattform. Und seht dann halt hier auch, ja, Testvorschläge, die ihr machen könnt. Da könntet ihr euch zum Beispiel, wenn hier eine neue News erscheint, könnt ihr euch das hier durchlesen, und wenn ihr denkt, dass das ein passender Test für euch sein könnte, könntet ihr dann halt hier über die News per E-Mail den entsprechenden Birdmaster, steht dann immer da, kontaktieren, dass ihr daran teilnehmen möchtet, und dann könnt ihr da vielleicht an so einem Extra-Test hier eben teilnehmen, der hier in den News ist, und somit könnt ihr noch mehr testen und hier noch mehr Geld verdienen. Also die Möglichkeit gibt es hier auch. Ja, dann kommen wir jetzt aber erstmal zu den Testgeräten. Das solltet ihr natürlich nach eurer Anmeldung auch unbedingt ausfüllen. Die Geräte, auf denen ihr eben die Tests durchführen könnt. Und je mehr Geräte ihr hier natürlich habt, desto mehr an so mehr Tests könnt ihr auch teilnehmen und wiederum mehr Geld verdienen. Deswegen das ja auch immer schön aktuell halten. Und hier unten könnt ihr eben dann ein Smartphone hinzufügen, was ihr besitzt, ein Tablet, was ihr besitzt, oder ein PC, Laptop, Mac, wie auch immer. Oder sogar hier noch ganz viele andere Geräte. Spielekonsolen gibt es zum Beispiel auch, ganz cool, PlayStation zum Beispiel. Smart TV eigentlich auch ganz cool, sogar Headsets und sowas, Soundanlagen. Ja, genau. Und dann, wenn ihr das hier hinzufügt, dann seht ihr das dann in der Liste und könnt es auch jederzeit bearbeiten, das Gerät, oder eben auch löschen. Oder eben hier auch bestätigen manchmal, damit könnt ihr dann bestätigen, dass das Gerät noch aktuell ist. Dass es noch passt, dass ihr das noch habt und dass ihr noch die Software da auch drauf habt, die ihr da mal angegeben habt. Ja, wenn wir jetzt hier das hinzufügen, dann schaut es dann so hier aus. Genau, könnt ihr dann halt alles eintragen. Hersteller von eurem Smartphone zum Beispiel, Modell, Browser, Antivirus-System, was ihr drauf habt, euer Mobilfunkanbieter und so weiter. Und am Ende dann hier speichern. Ja, meine tägliche Routine bei Testbirds war immer so, ich habe mich hier einmal am Tag angemeldet auf der Plattform. Lohnt sich auf jeden Fall, einmal am Tag reinzugucken. Ja, meist werdet ihr schon per E-Mail, wie gesagt, benachrichtigt, wenn es neue Tests gibt und wenn ihr eine Einladung zu einem Test bekommt, die ihr dann annehmen könnt. Aber einmal am Tag auf die Plattform reinzugucken, lohnt sich in meinen Augen auf jeden Fall. So habe ich das mal gemacht. Und dann habe ich einfach geguckt, ja, was gibt es hier Neues, hier oben links auf dem Dashboard bei meinen Aufgaben und Erinnerungen. Was kann ich da machen? Und dann habe ich noch geguckt, bei der Glocke hier, da kriegt ihr die Benachrichtigung, da habe ich halt geguckt, ja, was gibt es hier für neue Benachrichtigungen? Da stehen nämlich auch Einladungen zu neuen Tests, die ihr bekommen habt. Und da könnt ihr dann auch draufklicken, euch das durchlesen, ob es was für euch ist, und dann eben die Einladung annehmen. Und mit ein bisschen Glück seid ihr dann dabei und könnt den Test machen und eben Geld verdienen damit. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich bin dann meistens auch noch hier auf die Tests draufgegangen. Wir gehen gleich auch mal noch kurz in so einen Test rein, in den Einstiegstest. Da kann ich euch das ein bisschen zeigen, wie das so aussieht in so einem Test. Und da habe ich mir dann meist hier noch die Einladungen angeguckt.
Da seht ihr, wenn ihr hier neue Einladungen zu Tests habt. Und könnt dann eben draufklicken, euch wie gesagt durchlesen und die Einladung gegebenenfalls annehmen, wenn das gut zu euch passt. Ja, bei Testbirds, es kann natürlich auch sein, dass ihr mal ein paar Wochen oder so hier keinen Test bekommt. Ja, einfach nicht verzagen, einfach nicht aufgeben. Deswegen gibt es ja hier meine Road to Affiliate Playlist, wo ich euch ganz viele Plattformen zum Geldverdienen zeige, wo wir die halt jeden Tag einfach abgrasen können, uns einmal anmelden und uns die Nuggets da rauspicken, die bestbezahltesten Aufträge. Und deswegen lohnt es sich aber trotzdem auf jeden Fall hier einmal am Tag reinzugucken, ob es da einen Test für euch gibt, weil manchmal ist es dann halt doch zufälligerweise der Fall. Und das Gute ist halt, ihr könnt hier richtig, ich finde, bei Testbirds gibt es eine richtig faire Bezahlung auf jeden Fall für die Tests. Vom Verhältnis Zeitaufwand zu Geld, was ihr bekommt. Ja, dann bei meine Tests seht ihr natürlich eure Tests, an denen ihr aktuell eben teilnehmt. Könnt dann hier auch auf die nächste Seite hier mit diesem Pfeil und könnt dann hier sehen, wie der Test heißt, euren Status. Zum Beispiel, manchmal werdet ihr auch nicht für den Test ausgewählt. Dann habt ihr einfach nicht so gut zu dem Test gepasst, kann natürlich vorkommen. Manchmal steht ihr auch Ersatzbank, dann ja, wie beim Fußball quasi, sitzt ihr erstmal auf der Ersatzbank und falls ein anderer Tester irgendwie kurzfristig abspringt, dann könnt ihr dann noch einspringen und dann auch an dem Test teilnehmen. Deswegen sind auch die E-Mail-Benachrichtigungen wichtig, finde ich, weil dann bekommt ihr per E-Mail direkt eine Benachrichtigung, dass ihr da jetzt testen könnt. Und ja, wie gesagt, ich habe gesehen, ich konnte schon relativ gut Geld verdienen, aber da ist auf jeden Fall noch viel mehr drin, weil ich habe nie wirklich meinen Fokus auf Testbirds gehabt, sondern immer mal nur so nebenbei ein bisschen was gemacht. Da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel mehr drin hier. Ja, und dann gibt es ja auch manchmal noch den Status, ja, gibt es hier, du kannst testen. Dann könnt ihr halt da drauf gehen und diesen Test halt machen. Hier seht ihr dann die Testphase. Wenn ein Strich ist, dann seid ihr da halt gerade nicht drin in dem Test. Dann habt ihr gerade keine Testphase. Dann steht hier manchmal läuft, dann läuft dieser Test, dann könnt ihr da gerade noch was machen. Wenn der Test abgeschlossen ist, dann ist er eben schon vorbei und dann könnt ihr dann den Test nichts mehr machen. Hier hinten dann noch euren Berichtsstatus. Ihr habt dann immer so Testfälle, wo ihr sowas eintragen könnt. Und eure Antworten zum Beispiel eintragen könnt. Ich zeige es gleich noch ein bisschen. Und wenn hier genehmigt steht, dann wurde der halt von den Testleitern, hier von den Birdmaster heißen die hier bei Testbirds, wird es dann halt genehmigt. Und wenn er genehmigt steht, dann bekommt ihr dann halt auch euer Geld dafür. Wenn ihr euch alles ordentlich durchlest und das ordentlich macht, ist es aber meistens der Fall. Ich hatte hier noch keine großartigen Probleme. Ja, also jetzt gehen wir mal rein. Natürlich solltet ihr immer erstmal am Titel und an der Beschreibung von so einem Test, zu dem ihr eingeladen werdet, gucken, ob der zu euch passt, ob ihr den machen könntet. Manchmal gibt es auch Voraussetzungen wie, ihr müsst dazu irgendwie ein bestimmtes Abo haben oder ein bestimmtes Gerät oder so, oder ihr müsst selbst eine bestimmte Voraussetzung haben. Wenn ihr natürlich merkt, dass es auf euch nicht zutrifft, ja, dann braucht ihr natürlich auch nicht teilnehmen. Sollte man auf jeden Fall ehrlich sein. Natürlich nur daran teilnehmen, wenn ihr denkt, dass ihr das machen könnt. Und falls ihr euch mal nicht ganz sicher seid, dann könnt ihr ja trotzdem erstmal teilnehmen und gucken, wie es läuft. Oder halt am besten natürlich vorher die Birdmaster fragen. Ja, wir klicken jetzt hier mal rein. Wie sieht es in so einem Test aus? Also das ist hier dieser Einstiegstest, den bekommt, glaube ich, jeder von euch am Anfang. Da könnt ihr nämlich schon mal die ersten 5 Euro verdienen, relativ einfach. Der ist so ein bisschen hier, um euch reinzuführen in die Plattform. Und hier rechts habt ihr dann immer den Bereich, wo ihr direkt mit dem Birdmaster schreiben könnt von Testbirds, die das hier betreuen. Und somit direkt Fragen klären könnt und zum Beispiel auch herausfinden könnt, noch ob der Test was für euch ist. Und hier wird euch immer sehr gut weitergeholfen. Das finde ich echt klasse, dass man direkt hier immer mit denen so leicht in Kontakt treten kann und da gleich alles klären kann. Das ist sehr gut. Ja, und dann habt ihr immer die Testbeschreibung hier. Oben natürlich hier nochmal der Titel, wie der Test heißt. Und hier bei der Testbeschreibung solltet ihr euch natürlich alles ganz genau durchlesen, dass ihr den Test dann auch eben richtig macht und auch gucken, ob ihr an diesem Test überhaupt teilnehmen könnt, dass ihr eben die Voraussetzungen erfüllt. Aber ja, in vielen Fällen passt das. Genau, ansonsten, wenn nicht, dann
findet ihr das ja dann hier raus oder könnt wie gesagt auch hier dann den Burpmaster fragen, falls ihr euch mal nicht sicher seid. Ja, dann haben wir dann jetzt hier die Aufgabenübersicht. Meist müsst ihr hier oben erstmal alle Tabs durchklicken, bevor ihr so eine Testeinladung annehmen könnt. Dann seht ihr hier die Beschreibung, wie gesagt, alles da durchlesen. Dann hier Test schließt aus. Da seht ihr halt, was ihr bei diesem Test nicht machen müsst. Das natürlich dann hier einmal kurz durchlesen. Dann die Berichtsseiten. Da seht ihr dann meistens, ja, was hier der Bericht, also dann seht ihr halt hier den Bericht, wo ihr dann die Fragen habt zu dem Test, die ihr dann beantworten könnt. Das seht ihr dann hier. Den könnt ihr dann ganz unten meist bearbeiten mit so einem Stift und das dann da reinschreiben. Geht dann erst, sobald der Test läuft, sobald ihr daran teilnehmen könnt. Dann seht ihr hier noch eure gefundenen Bugs bei dem Test. Also wenn ihr während des Testens irgendwelche Fehler findet, auf einer Website zum Beispiel, dann könnt ihr die eben dann hier einreichen. Könnt ihr dann einen Titel geben. Ja, würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, wie man so einen Bug einreicht. Das wird aber auf Testbirds auch sehr gut erklärt. Dazu nachher noch mehr. Und auch hier seht ihr Bugs, die andere Tester eingereicht haben, damit ihr eben die nicht doppelt einreicht. Und eben außer es ist so beschrieben, dass man es auch doppelt einreichen darf. Ist manchmal auch so, aber meistens, wenn jemand schon den Bug eingereicht hat, braucht ihr den meistens dann nicht nochmal einreichen. Dann könnt ihr gucken, ob es den schon jemand mal eingereicht hatte. Ja, auf die Bugs, also es gibt auch Tests nur für Bugs, solche Bug-Tests hier bei Testbirds. Die habe ich eher weniger gemacht, weil ich finde, es ist immer ein bisschen zeitaufwendiger und schwieriger, so Bugs jetzt auf einer Website zu finden. Vor allem auf so größeren Seiten, die schon relativ gut optimiert sind. Deswegen habe ich mich wirklich eher auf die Usability-Tests und eben Testfälle, Testcases spezialisiert, wo ihr dann halt diese Berichtsseiten habt, wo ihr hier so einen kleinen Bericht schreibt, wo ihr so Aufgaben bekommt und die einfach nur dann abarbeiten müsst. Da habt ihr eine klare Linie und wisst genau, was ihr machen müsst und dann einfach kurz das beantworten müsst, die Frage. Weil das kann jeder von uns und das geht relativ fix. Und das Schöne ist, nebenbei, während man das macht, während man diese Aufgaben löst, findet man manchmal durch Zufall sogar noch einen Bug, kann ihn dann hier einreichen und sich dann nochmal sogar extra Geld dazu verdienen. Ja, dann haben wir hier auch noch die Fristen. Da seht ihr dann, wann ihr testen könnt. Zum Beispiel haben wir die Anmeldephase, da könnt ihr euch halt für den Test anmelden. Dann die Testing-Phase. Ab da könnt ihr dann mit dem Test starten. Also hier auch zum Beispiel mit den Berichtsseiten da, mit eurem Bericht da die Fragen durchzugehen und dann zu beantworten und eben die Website oder App zu testen. Und seht auch dann, bis wann ihr noch testen dürft, also wann ihr fertig sein müsst mit Testen. Meist habt ihr dafür auch ein paar Tage Zeit und die meisten Tests dauern nur Minuten oder Stunden. Ja, die meisten haben, glaube ich, bei mir immer so, ja, im Durchschnitt vielleicht eine Stunde gedauert, aber es gibt auch welche, die dauern nur 10, 15 Minuten, es gibt auch welche, die dauern 2 Stunden, aber es ist eigentlich mal alles im Rahmen, finde ich immer ganz entspannt gewesen. Dann gibt es ja noch die Überarbeitungsphase, seht ihr dann ja auch dargestellt, wo dann halt nochmal, wenn die dann euren Test, den ihr gemacht habt, kontrollieren und es fällt noch was auf, was ihr nochmal verbessern solltet, dann schreiben die euch das dann und dann könnt ihr das nochmal überarbeiten, eben dann bis auch wieder zu einem bestimmten Datum. Ja, dann die Details, da seht ihr nochmal den Titel, was es für ein Testtyp ist, zum Beispiel eben Usability, also wo es um die Nutzerfreundlichkeit geht der Seite, oder eben Bug-Test, wo ihr Fehler finden müsst, was, wie gesagt, für mich persönlich oder für Anfänger finde ich jetzt nicht ganz so, wie gesagt, lukrativ ist, weil es ein bisschen dauern kann, aber ja, muss jeder so für sich rausfinden. Ich fand immer vom Verhältnis Zeitaufwand zu Geld die Usability und Testfälle so am effektivsten. Aber manchmal so ein explorativer Bug-Test kann schon auch mal gut sein. Probiert das am besten alles mal durch und bildet euch da so euer eigenes Bild. Es gibt zum Beispiel auch Bugability. Das ist dann eine Mischung aus einem Bug-Test, wo ihr Fehler finden sollt auf der Website, und eben Usability, wo es also auch um die Nutzerfreundlichkeit der Seite geht. Und dann hier noch die Bug-Kategorien bei dem Test.
ob sie zum Beispiel Fehlfunktionen auf einer Seite suchen oder zum Beispiel nur Rechtschreibfehler oder so oder Grafikfehler, so Darstellungsfehler, Ladeprobleme, alles mögliche, seht ihr dann hier. Dann hier, wann die Daten von dem Test gelöscht werden. Und dann seht ihr hier immer noch die Auszahlung, natürlich ganz wichtig, was ihr für den Testbericht bekommt, auf den ich mich ja immer eher so spezialisiert habe, weil es halt sicheres Geld ist. Ihr habt ja genau eure Aufgaben, die ihr abarbeiten könnt. Und bei einem Bug, wie gesagt, ja, gehört auch manchmal ein bisschen Glück dazu, einen zu finden und auch Erfahrung, finde ich. Und ist nicht immer ganz so leicht. Aber wenn ihr, wie gesagt, einen Testbericht macht, dann findet ihr, währenddem ihr die Aufgaben bearbeitet, auch manchmal Bugs, Fehler eben auf der Seite. Und dann könnt ihr die zusätzlich einreichen und kriegt dann nochmal zusätzliches Geld und seht dann hier dann immer, was ihr bei dem jeweiligen Test für die Bugs bekommt. Zum Beispiel für einen leichten Bug, der nicht so schwerwiegend ist, bekommt ihr natürlich weniger als für einen kritischen Bug, der zum Beispiel die ganze Website irgendwie zum Abstürzen bringt. Geht es natürlich darum, wie wichtig diese Bugs sind, wie schwer die ins Gewicht fallen auf der Seite. Ja, manchmal steht dann hier natürlich auch 0 Euro. Das ist dann hier bei solchen Tests, wo es wirklich nur um den Testbericht geht oder zum Beispiel nur um die Usability, um die Nutzerfreundlichkeit, wo es jetzt nicht darum geht, Fehler zu finden oder so. Dann hier noch Zugangsdaten. Da kriegt ihr dann zum Beispiel bestimmte Zugangsdaten, die ihr zum Beispiel für einen Mitgliederbereich einer Seite braucht oder halt einfach nur den Website-Link zu der Seite, dass ihr wisst, auf welcher Seite ihr eben testen sollt. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz gut und schön gemacht, relativ übersichtlich hier. Und dann, wenn ihr das alles durchgelesen habt, könnt ihr wieder zurückgehen hier zur Beschreibung und könnt dann immer runterscrollen und könnt dann hier dann zum Beispiel immer die Einladung annehmen für den Test oder dann eben auch die Vorabfrage ausfüllen. Da gibt es manchmal noch so eine kleine Umfrage, so eine Vorabfrage, die ihr dann ausfüllen müsst, wenn ihr eine Einladung annehmt, damit die dann gucken können, ob ihr auch zu diesem Test passt. Die könnt ihr dann einfach hier ausfüllen und abschicken, dann schreiben die euch dann zurück, ob ihr für den Test passt oder eben nicht. Oder ob andere schneller waren und ihr deswegen gerade erstmal nur auf der Ersatzbank zum Beispiel seid und so weiter. Ja, und könnt dann hier unten dann auch immer, wie gesagt, Bugs, Fehler einreichen, wenn ihr welche findet. Oder eben auch hier den Testbericht dann bearbeiten und da dann die Antworten auf die Fragen reinschreiben. Ja, so funktioniert das Ganze hier im Prinzip. Wie gesagt, wenn ihr mal nicht weiterkommt, habe ich ganz oft, wo mir was nicht klar war, hier immer schon mal in dieses Nachrichtenfeld hier rechts geschrieben. Und da helfen euch dann die Mitarbeiter, die Bird-Master von Testbirds, immer gut weiter und auch schnell weiter. Also das ist echt top geregelt hier, finde ich. Ja, so viel zu den Tests, wie das in so einem Test aussieht. Ja, dann haben wir hier noch die Bird School. Auch sehr cool. Und zwar kommen wir jetzt nämlich ja, zu den Anleitungen hier von Testbirds. Und hier könnt ihr euch eben wirklich ja, nochmal so einen kleinen Kurs angucken, wo die euch genau erklären, wie so ein Test funktioniert und wo sie euch, was ich auch vorhin schon gesagt hatte, auch zeigen, wie das mit den Bugs funktioniert, wie ihr so einen Bug einreichen könnt. Das am besten hier nachlesen, das erklären die viel besser, als ich das jetzt könnte und das würde jetzt auch, da würde das Video jetzt auch viel zu lang gehen hier, deswegen hier am besten die Kurse mal machen. Gerade am Anfang ist es echt gut, dass ihr dann hier schneller, dass ihr dann langfristig schneller auf Testbirds arbeiten könnt und besser hier zurechtkommt. Und die Fragezeichen aus eurem Kopf auch verschwinden. Ja, genau. So viel zur Bird School. Dann jetzt auch richtig cool, hier bei der Community im Menü gibt es jetzt hier nochmal die Bird News, die wir vorhin schon auf dem Dashboard hatten, wo ihr euch auch nochmal extra Tests, extra Aufträge quasi sichern könnt, falls ihr da auf die Lust habt, falls sie zu euch passen. Dann gibt es hier auch Bird of the Month. Da wird immer der Tester des Monats gekrönt, der so die besten Tests abgeliefert hat. Der wird dann halt ausgewählt und dann hier gezeigt für alle. Auch eine schöne Sache auf jeden Fall. Ja, hier noch der Blog von Testbirds. Und jetzt gibt es hier noch zwei Möglichkeiten, wie ihr noch mehr Geld verdienen könnt mit Testbirds. Und da kommen wir auch schon wieder ein bisschen zum Thema Affiliate Marketing. Hier geht es nämlich schon wieder um Empfehlungen. Natürlich mein Lieblingsthema. Also haben wir ja einmal Leadbirds. Könnt ihr draufklicken. Ja, hier seht ihr dann jetzt auch ein kleines Video, was ihr euch angucken könnt. Und hier wird euch das erklärt. Und hier geht es halt einfach darum, dass ihr hier Kunden für Testbirds werben könnt.
Das heißt, wenn ihr ein Unternehmen kennt, was gerne seine Website verbessern würde und testen lassen würde, dann könnt ihr zum Beispiel, oder wenn ihr auch jemanden aus eurem Bekanntenkreis kennt, zum Beispiel mit einer Website oder so, oder der eine App hat oder sowas, dann könnt ihr dem halt mal erklären, was Testbirds ist und was sie so machen. Und hier wird euch dann auch nochmal hier genau auf der Seite erklärt, was ihr genau machen müsst. Und könnt dann halt, wenn ihr demjenigen das erklärt habt und derjenige bereit ist, sich das Ganze mal anzuhören, könnt ihr den dann hier eintragen, seine Daten und die Telefonnummer von demjenigen, und dann wird sich halt Testbirds bei demjenigen melden. Und wenn ihr das ja alles richtig gemacht habt, bekommt ihr dann, ihr seht es hier, unabhängig davon, ob dieser Termin, dieses Telefongespräch dann mit demjenigen, der gerne seine Website zum Beispiel testen lassen würde, egal ob das erfolgreich war, also ob der dann sich hier einen Test bestellt oder auch nicht, so wie es hier steht, egal ob der Termin erfolgreich war, bekommt ihr dann trotzdem 100 Euro. Und das finde ich schon echt krass für jeden Kunden, potenziellen Kunden, oder besser gesagt für jeden Interessenten hier schon, der dann so ein Telefongespräch mit Testbirds hat, bekommt ihr dann 100 Euro und müsst ihn aber natürlich, wie gesagt, vorher erstmal ein bisschen erklären, was Testbirds ist, was die machen, ob er darauf Lust hätte. Und wenn er wirklich darauf Lust hat, dann, wie gesagt, lest euch hier am besten alles durch, macht es so, wie es hier steht. Dann könnt ihr dann hier seine Daten dann eintragen, und wenn dann das Telefongespräch zustande kam, bekommt ihr dann hier einen schönen Extraverdienst. Auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Dann noch natürlich ganz normales Empfehlungsprogramm hier, Affiliate-Programm bei Freunde werben. Das finde ich natürlich hier am coolsten. Ja, hier habt ihr halt einfach wieder die Möglichkeit, euren Affiliate-Link hier, euren Empfehlungslink, euch rauszukopieren. Und seht hier auch, ob der gerade aktiv ist. Ihr könnt ihn auch hier zurücksetzen lassen, wenn ihr einen neuen Link wollt. Und könnt dann diesen Link zum Beispiel auf Social Media oder so teilen. Und ja, ihr seht, ich habe ja auch schon jemanden geworben. Und das ist natürlich auch eine coole Sache. Dadurch verdient ihr hier diese Community-Punkte. Die sieht man dann hier oben. Und durch diese Community-Punkte erhaltet ihr halt hier auf Testbirds auch mehr Prestige und habt da einige Vorteile auf der Plattform, also auch eine schöne Sache. Vielleicht führen sie sogar irgendwann noch eine Geldbelohnung ein, würde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool finden und bevorzugen. Ja, und da kann ich auf jeden Fall wieder empfehlen, wenn ihr hier auf Testbirds schon das erste Geld verdient habt, dann auch Screenshots zu machen von dem Verdienst, den ihr mit Testbirds erzielt habt, und dann zum Beispiel in eurer Instagram-Story zu teilen. So mache ich das auch immer. Und dann den Linksticker in der Instagram-Story zu verwenden, da euren Affiliate-Link reinzupacken. Oder eben auch, wie ich es mache, eure Erfolge auch auf YouTube zeigen, in einem YouTube-Video, und auch ein paar Tipps zu der Plattform hier geben, den Leuten das auch mal ein bisschen zeigen hier, eine kleine Anleitung geben und auch eure Einnahmen zum Beispiel zeigen und dann euren Affiliate-Link auch in die Videobeschreibung packen, dass sich dann eure Zuschauer darüber registrieren können. Ja, und somit profitieren alle Seiten hier. Win-Win-Win-Situation mal wieder. Ja, dann sind wir jetzt auch schon so gut wie durch. Kommen jetzt zum allerletzten Punkt. Video ist doch schon wieder relativ lang geworden. Egal, ich wollte es euch ordentlich erklären. Ich werde wieder Kapitel hier einfügen in das Video, dass ihr zu den passenden Stellen auch springen könnt, die euch interessieren. Ja, und dann kommen wir jetzt zur Hilfe und Support. Also falls ihr noch irgendwie Hilfe braucht, wie gesagt, in den Tests könnt ihr schon immer super rechts im Nachrichtenfeld, wie ich es euch gezeigt habe, die Birdmaster kontaktieren, da immer mit denen wie in einem Chat hin und her schreiben und euch da gleich helfen lassen, wenn ihr zu einem bestimmten Test Fragen habt. Ansonsten, falls ihr allgemeine Fragen habt über die Plattform oder irgendwas anderes, was mit Testbirds zu tun hat, könnt ihr die hier klären im Hilfebereich. Könnt ihr euch einmal die Erklärvideos angucken, die können euch schon gut weiterhelfen. Gibt es echt viele hier, viele Seiten auch mit Videos, seht ihr ja hier. Oder auch die häufigen Fragen, wo ihr so ein Fragen- und Antworten-Portal hier habt, wo ihr die häufigsten Fragen zusammengetragen bekommt von Testbirds und die Antworten darauf. Genau, falls ihr was Bestimmtes sucht, könnt ihr zum Beispiel auch Steuerung F drücken und dann ein bestimmtes Wort eingeben, dann findet ihr das hier auf der Seite schneller, weil es sind doch schon ziemlich viele Fragen hier. Oder natürlich auch nach den Überschriften gucken, dass ihr eure Frage schneller findet.
Und ansonsten, falls euch das immer noch nicht weitergeholfen hat, gibt es dann hier noch die Kontaktmöglichkeit. Da könnt ihr dann auch mit Testbirds direkt über ein Kontaktformular in Kontakt treten und eure Frage, eure Anfrage dann an die schicken, euer Anliegen. Und dann werden die euch dann per E-Mail darauf antworten innerhalb von ein paar Stunden oder ein paar Tagen. Hatte ich auch schon mal gedacht, hat super geklappt und die sind auch immer echt korrekt hier. Ja gut, dann war es jetzt schon zu Testbirds. Link wie gesagt zur Seite in der Videobeschreibung. Ja, könnt ihr euch gerne über mich registrieren, würde ich mich natürlich sehr freuen, wäre natürlich eine große Unterstützung. Und ja, ich hoffe mal, es hat euch ein bisschen gefallen und weitergeholfen. Könnt mir gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr Testbirds schon kanntet und ob ihr vielleicht sogar da schon mal Geld verdienen konntet. Wie sind so eure Erfahrungen damit? Wenn ihr irgendwelche Tipps oder auch Fragen dazu habt, immer gerne rein damit, da können wir uns dann ein bisschen austauschen und auch gegenseitig weiterhelfen. Gut, guckt euch auf jeden Fall gerne noch meine Road to Affiliate Playlist an. Verlinke ich wieder oben beim i und findet ihr auch in der Videobeschreibung. Weil, wie gesagt, mit einer so einer Plattform reicht es meist nicht aus, dass ihr gut über einen Monat kommt. Da braucht man schon wirklich mehrere Plattformen eben. Und bei der Road to Affiliate Playlist, da findet ihr eben ganz viele Videos wie diese hier, wo ich euch noch viele weitere Websites und Plattformen zeige, wo ihr echt gutes Geld verdienen könnt. Und euch dann eben einmal am Tag auf jeder Seite einmal einloggen könnt und euch dann da die Nuggets, die bestbezahltesten Aufträge rauspicken könnt. Und somit, ja, gut erfolgreich werdet und schneller ja, zu eurem Ziel zum Beispiel Affiliate Marketing kommt, wie es bei mir immer war. Und euch dann noch ein bisschen mehr Kapital auch aufbauen könnt. Ja, gut. Ansonsten checkt doch gerne noch meine 3 Online-Kurs-Booster ab. Findet ihr auch beim i und in der Videobeschreibung. Für alle von euch, die schon öfter mal Online-Kurse gekauft haben, aber damit bisher kaum Erfolg erzielen konnten, da zeige ich euch meine Top 3 Tipps, die mir geholfen haben, bessere Ergebnisse mit Online-Kursen zu erzielen. Ja, dann war es das schon wieder von dem Video. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal schon wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Chris.